Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Ich grüße euch ganz lieb zur Tagesbotschaft. Und wir gucken mal, was der Tag so bringt. Ja, es geht um unsere Umgebung, um unser Umfeld, um unsere Grenze, um die Häuslichkeit, das Zuhause. Uiuiui. Und irgendetwas scheint uns hier ein bisschen zu beschäftigen. Ich habe hier so diesen Herzschmerz oder den Stress, den jeder so am Herzen trägt, wenn irgendetwas passiert ist. Und die Legung sagt jetzt, stabilisiere dich, komm in deine Mitte, bau auf dein Fundament. Denn hier liegt irgendetwas, was sich aus diesem Stress, der dir auf dem Herzen liegt, als Schatztruhe für dich eröffnet. Das kann eine Erfahrung sein. Es kann sein, dass du etwas hinter dir lassen kannst auf der Herzensebene, was dich jetzt ganz neu bereichert. Also ein Stress mindert sich, eine Aufregung mindert sich und da drin liegt der Schatz. Jetzt wird es ein bisschen klarer. Hier liegt, dass wir vielleicht sehr lang aus dem Labyrinth nicht rausgefunden haben. Ne? Da gehst du Wege und findest die Öffnung nicht, wo das Loch nach außen ist. Das Stress, das sind immer wieder die gleichen Themen, das sind die gleichen Vorfälle, vielleicht auch die gleichen Spiegelpartner, vielleicht ist es dir lange nicht möglich gewesen, etwas, was dir sehr am Herzen liegt, so zu konstruieren, dass du einen anderen Weg findest. Und hier liegt, dass du mit Sicherheit hier und auch mit Erfüllung den Weg aus diesem Labyrinth rausgehen kannst. Es wird dir eine neue Tür eröffnet. Es ist so ein bisschen wie emotionale Erfüllung, Aha-Moment, Energie, die sich schnell beruhigt. Eine Wende, eine rasche Wende, die Sense haut hier ins Labyrinth rein, das heißt, sie eröffnet dir einen Weg. Das ist jetzt sehr spannend, denn ich habe hier, was zum Labyrinth geführt haben könnte. Mag hier sein, dass du immer verstärkt auf die Wunde guckst, ne? Man nährt praktisch die Wunde und guckt nicht in eine andere Richtung und das kann das Labyrinth sein. Das verstellt auch oder verschließt den kompletten Blick, wo es Auswege gibt. Aber hier hast du tatsächlich den Moment, wo du dich befreien kannst, wo du rausgehen kannst, wo du dieses Schlupfloch findest, das dir lange nicht gewährt wurde. Eigentlich ist es noch besser, denn hier liegt, dass du hier, nenn es jetzt die Schatztruhe, gefunden hast, die hinter so einem emotionalen Schmerz auch irgendwie stecken kann. Ne? Wenn man was überwindet, kann man wieder gucken, wie froh man sein kann, wie stabil das Gerüst doch steht. Und es hilft ja auch nichts, immer und immer wieder zu überanalysieren und noch genauer hinzugucken. Denn manchmal muss man sich dem Schmerz auch abwenden. Du kannst dich nicht immer nur in den Schmerz hineinfressen oder auf die emotionale Verletzung gucken. Denn dann fokussierst du dich natürlich auch auf das Labyrinth. Hier geht es um das Sprengen einer, ich würde mal sagen, eines emotionalen Gefängnisses, wenn du das so möchtest. Damit verbunden auch die Fülle, die hier auf dich wartet, wenn du diese Mauer sprengst. Du wirst hier Wege finden in deinen Selbstwert zurück. Ich würde mal sagen, dass die Zeit, wo du dir genau angeguckt hast, warum, wieso, weshalb vorbei ist. Ne? Hier liegt die Richtungsänderung drauf. Dir wird bewusst, was etwas wert wäre, warum eine wert
war, warum eine Situation so war, wie sie war. Möglicherweise hast du hier auch so ein, ich nenne es mal ein Labyrinth, wo es darum geht, ich bin nicht versorgt, mir reicht es nicht, ich muss mich immer in die zweite Reihe stellen. Kurz vor dem Ziel schnappt die Mausefalle zu und nimmt dir den Speck weg, so irgendetwas. Ne? Und hier liegt eine ganz große Wandlung auf einem starken emotionalen Kampf und auch Schmerz damit verbunden, dass du hier mehr Stabilität hast, dass du dein Fundament wieder mehr spürst. Du kannst wieder in andere Richtungen denken. Und guck mal, hier kommen die heiteren Gedanken. Ne? Hier guckt man fokussiert auf den Schmerz und auf das, was ist und war. Und hier sagt ja aber die Feuerlilie, fokussiere deine Aufmerksamkeit auf die vielen Segnungen in deinem Leben. Dann werden unangenehme Gefühle, geringe Selbstachtung und möglicherweise auch überschüssige Pfunde schmelzen. Das ist halt so, wenn man Mauern aufbaut, dann braucht man Platz. Zeigt sich oftmals auch in körperlicher Ausformung. Und du hast hier, werde zu deinem wahren Ich. Zeige der Welt dein wahres Ich und was zu tun du auf die Welt gekommen bist. Also, du musst hier weder everybody's darling sein, noch funktionieren. Du darfst den Blickwinkel wechseln und du darfst die Wunden überwinden. Guckt, emotionale Heilung. Lass alte emotionale Schmerzen beruhigt los. Auf diese Weise erlaubst du deinem Herz zu regenerieren. Super. Ja, gleich zu viele. Wir brauchen hier nur eine, bitte. Wir haben die Erle. Indem du Grenzen setzt, beweist du Selbstliebe. Das Haus ist für mich die klassische Grenzkarte, denn da überlegst du, wer darf rein, wer nicht. Was findet da drin statt, was nicht. Das ist die totale Abgrenzung vom Außen für mich. Und die Erle sagt dir hier, dass die Erlenkönigin einen Sternschutz um dich webt und du dich zurückziehen in deiner eigenen Quelle gestärkt wieder zur Kraft kommen darfst. Ne? Hier ist so ein, ich würde mal sagen, so ein Schub in eine Erneuerung. Tu es dir zuliebe, könnte die Überschrift dessen sein. Wir gucken mal, welcher Engel hier noch mitgeht. Der Engel des Lichts. Ja, hier möchte ein bisschen Licht ins Dunkle. Haben wir im Übrigen auch die 11 drauf, ne? Eine Meisterzahl. Hier geht es um das innere Gleichgewicht, deine Talente. Es geht um Visionen. Es geht darum, dass man etwas in die Hand nimmt und dass man Talente und Gaben auch nutzt. Und das ist hier so dieser Mehrwert, den man hat. Da erkennt man nämlich in schwierigen Situationen hinterher die Schatztruhe. Erstaunlich, wie sich die Karten auch immer wieder doppeln. Ne? Manchmal sieht man ja das auch nicht so ganz gleich. Ne? Es ist dunkel, man guckt auf die Wunde und vergisst ganz, dass es trotzdem auch Gutes gibt und dass man in einer Krise eben auch dazu lernt und angucken kann, wo es noch viel pessimistische Einstellungen gibt oder auch schlechte Gewohnheiten. Und hier ist der Schatz einfach da drin, dass du die Situation zum Lernen und zum Wachstum benutzen kannst.
Denke nur mal an die Vergangenheit, durch wie viele Situationen bist du schon heraus, ja? Und am Ende bringen einen Krisen ja auch auf dem Weg immer wieder weiter. Okay, dann nehmen wir noch ein Vögelchen. Die Blaumeise. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Verspieltheit, Ideenreichtum und Hingabe. Nimm eine neue Perspektive der Herausforderung deines Lebens ein. Gib deinen Ideen und Gaben einen Ausdruck und verwirkliche sie. Es sind doppelte Aussagen dabei, ne? Also guck wieder auf das, was dir gegeben ist, was du kannst, und fokussiere dich auf das, was hier als Schatz für dich verborgen war oder dahinter liegt. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch. Bis morgen.